Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist eine deutsche Bewerbung um einen Sitz im Sicherheitsrat gescheitert. 6-mal hat sich Deutschland zuvor im Weltsicherheitsrat beworben und auch gesessen. Diesmal hat uns die Welt die Tür vor der Nase zugeschlagen. Die Wahrheit ist, unter Friedrich Merz und Johann Wadefuhl sind wir nicht zurück auf der internationalen Bühne. Wie in der Wirtschaft, wie in der Migration, so sind wir auch in der Außenpolitik allenfalls sauerländische Kreisliga, meine Damen und Herren. Und das, obwohl es die Vereinten Nationen in dieser Form ohne uns gar nicht gäbe. Fast 5 Milliarden Euro, meine Damen und Herren, fast 5 Milliarden Euro hat Deutschland im vergangenen Jahr in das UN-System gepumpt. So läuft es von Anfang an unter dieser Bundesregierung. Herrn Merz fliegt man immer dann ein, wenn ein Geldbeutel benötigt wird. Und zum Dank für deutsche Steuermilliarden setzt man dann diesen Kanzler in die letzte Reihe zwischen Garderobe und Topfpflanze, meine Damen und Herren. Die CDU und ihr vermeintlicher Außenkanzler tragen für diese nationale Schmach die Schuld. Die bedingungslose Ukraine-Hörigkeit dieser Regierung kommt in weiten Teilen der Welt eben nicht gut an, genauso wenig wie die Unfähigkeit, in einer multipolaren Welt mit allem überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Diese Unfähigkeit, die beweisen Sie eindrucksvoll jede Plenarwoche aufs Neue. Deutschland ist unter der CDU kein ehrlicher Makler mehr. Deutschland ist unter der CDU nur noch ein offener Tresor für den Rest der Welt, und daran wird sich munter bedient. Dies gilt für die Ukraine-Politik, dies gilt für unsere Haltung zum Nahen Osten, insbesondere zu Israel. Wir haben nie einen Zweifel daran gelassen, wofür und wogegen Deutschland steht. Dies betrifft insbesondere unsere klare Unterstützung für die Ukraine, die sich gegen einen verbrecherischen Angriff Russlands wehrt. Diese Hilfe, diese ausdrücklich auch militärische Unterstützung mit Munition, Waffen, aber auch Ausbildung sowie unsere Haltung mögen nicht jedem, auch nicht jedem Sicherheitsratsmitglied gefallen haben. Und dies betrifft genauso unsere besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels. Es gibt ja jetzt so einige Herren, die sitzen da breitbeinig in bequemen Talkshow-Sesseln und machen sich gerade darüber lustig, dass Annalena Baerbock angeblich Dörfern in Nigeria vorschreiben wollte, wo und wie sie Toiletten bauen sollten. Meine Damen und Herren, das sind Fake News, denn in dem konkreten Fall ging es übrigens um Frauen, die in einem Dorf gelebt haben, wo eine terroristische Organisation, islamistisch, nämlich Boko Haram, dieses Dorf überfallen hatte und die Frauen vergewaltigt hat. Und es waren die Frauen vor Ort, die das angesprochen haben und die darauf hingewiesen haben, dass die Sanitäranlagen in der Mitte des Dorfes für sie sicher sind. Und wer sich da jetzt drüber lustig macht und das anmaßend findet, der hat nicht nur keinen Respekt vor diesen Frauen, sondern der verhält sich selber mehr als verblendet und anmaßend. Und ehrlich, also daran soll die deutsche Sicherheitsratskandidatur gescheitert sein. Und wer das glaubt, der macht sich auch wirklich selber lächerlich. Die Welt hat sich Deutschland angeschaut und Nein gesagt. Nicht dieses Deutschland, nicht im Sicherheitsrat. Und jetzt hören wir verschiedene Analysen. Schlechtes Timing, schlechte Absprachen, Kampagnen gegen Deutschland. Das meiste davon ist Unsinn. Die Welt hat einfach genau hingeschaut. Sie hat gehört, wie der Bundeskanzler sagt, wir sollen bis 2029 kriegstüchtig sein. Sie hat gehört, wie der Verteidigungsminister die stärkste konventionelle Armee Europas verspricht. Sie hat gesehen, wie dieses Land Waffen und diplomatische Deckung liefert an einen Staat, gegen den ein Völkermordverfahren läuft. Sie hat gesehen, wie diese Regierung schweigt oder gar logistisch unterstützt, wenn die USA das Völkerrecht brechen. Sie hat gespürt, dass Deutschland seine politische und wirtschaftliche Macht eben nicht im Interesse der internationalen Gemeinschaft nutzt. Diese Regierung redet von Werten, aber sie verteidigt diese Werte nur dann, wenn sie die eigenen Interessen nicht im Weg stehen. Und diese Doppelstandards haben Vertrauen zerstört. Denn Völkerrecht gilt entweder universell oder es ist nichts wert. Die Welt hat Nein gesagt, weil sie weiß, dieses Deutschland macht keine Politik für den Frieden. Die Politik nach außen ist auch die Politik nach innen. Aber Panzer alleine schaffen keine Sicherheit. Sicherheit ist, wenn nachts genug Pflegekräfte auf der Station sind, um die PatientInnen versorgen zu können. Sicherheit ist, wenn die Miete am Monatsende nicht entscheidet, ob noch Geld fürs Essen da ist. Sicherheit ist, wenn die Rente am Ende eines Arbeitslebens für mehr reicht als für die nächste Stromrechnung. Und genau diese Sicherheit nehmen Sie uns weg für noch mehr Waffen.
Wer das dann kritisiert, gilt als naiv, aber das ist falsch. Nach einem Jahr Kanzler Merz sind wir nun so klein, dass selbst Österreich und Portugal mehr internationale Unterstützung organisieren kann als die schwarz-rote Regierung für Deutschland. Die Blamage bei der UN, das war Baerbocks Werk und Friedrichs Beitrag. Sie sitzen da alle in einem Boot, und das Boot ist nun gekentert. Gekentert ist die Mischung aus Scheckbuchdiplomatie, Inkompetenz, moralischer Überheblichkeit und konsequenter Ignoranz gegenüber den Realitäten dieser Welt. Und nicht zuletzt die Vertreter der Bundesregierung sehr deutlich gemacht, dass wir zum Existenzrecht des Staates Israels stehen. Das heißt nicht, dass wir mit jeder einzelnen Handlung einer israelischen Regierung einverstanden sein müssen. Auch das hat nicht zuletzt der Bundeskanzler deutlich gemacht. Das heißt nicht, dass wir Völkerrecht infrage stellen. Im Gegenteil. Aber wir stellen uns unserer besonderen Verantwortung für den Staat Israel. Und das ist für uns nicht verhandelbar. Zwei große Zahlungspflichtige zahlen nicht oder zahlen zu spät. Die USA und China, nennen wir sie beim Wort. Obwohl Deutschland nach den USA, China und Japan der viertgrößte Pflichtzahler ist und fast 5,7% des Haushaltes aufbringen muss, was 213 Millionen US-Dollar entspricht, verwehrt man uns diesen Posten. Das sollte uns zu denken geben. Und in diesem Sachzusammenhang wurde geäußert, dass von China lernen auch Siegen lernen heißen kann. Weil die Chinesen einen Vorteil uns gegenüber haben, unbestritten, sie denken in Generationen. Auf der anderen Seite haben wir immer deutlich gemacht, dass bestimmte Dinge beendet werden müssen, beispielsweise zinsvergünstigte Kredite über die KfW für China. Auch in diesem Zusammenhang ist Kritik an China bzw. der jeweiligen Bundesregierung gefallen. Man kann den Chinesen nicht zum Vorwurf machen, dass sie für sich eine Politik im nationalen Interesse gestalten. Aber man kann natürlich dieser Bundesregierung und den vorherigen Bundesregierungen zum Vorwurf machen, dass sie permanent Politik im Interesse des Auslands, der EU, der Welt, aber nicht im Interesse Deutschlands gestalten.